Ich will ganz ehrlich zu dir sein. Als ich dieses Objektiv zur Ansicht bekommen habe, dachte ich mir, ja, so einen richtigen Anwendungszweck hast du dafür eigentlich nicht. Und ich stehe auch zu dieser Annahme. Die war halt nur komplett falsch. Ich habe vor kurzem 2 neue Sigma-Objektive zur Ansicht erhalten. Nämlich einmal das Sigma 100 bis 400 mm, falls dich das interessiert, Link unten in der Beschreibung. Und zum Zweiten den Kandidaten hier, das Sigma 23 mm Festbrennweitenobjektiv. Normalerweise ist es so, wenn ich Objektive bekomme, habe ich im Vorfeld schon eine Location im Kopf und ein Motiv im Kopf, das ich genau mit diesem Objektiv einfangen möchte. Bei dem 23 mm Sigma war es halt anders. Ich habe mich extrem schwer getan, mir zu überlegen, was wäre jetzt für diese Brennweite eigentlich die richtige Location, das richtige Motiv, und hatte da wirkliche Startschwierigkeiten. Ein paar Tage später bin ich auf eine Veranstaltung nach Köln gereist. Wenn du die Digital X kennst, großartige Veranstaltung. Und ich habe dort Aufnahmen gemacht, Indoor und Outdoor, fotografiert und gefilmt. Und ich hatte 3 Objektive mit dabei. Und als ich von dieser Veranstaltung wieder zurück war, habe ich für mich eine sehr überraschende Erkenntnis gewonnen. Nämlich, dass dieses Objektiv nicht einmal den Mount meiner Kamera verlassen hat. Ich habe alle Aufnahmen ausnahmslos mit diesem Objektiv gemacht. Und nicht, weil ich es jetzt auf Gedeih und Verderb austesten wollte und auch nicht, weil ich zu faul war, das Objektiv zu wechseln. Ich habe schon Veranstaltungen gehabt, da habe ich es wahrscheinlich 20 Mal hin und her geschraubt, sondern einfach, weil sich dieses Ding immer passend angefühlt hat. Ich habe nicht einmal das Gefühl gehabt, ich müsste jetzt das Objektiv wechseln. Und das ist eigentlich völlig irre, weil ich so eine Metamorphose mitmache von eigentlich eine Brennweite, die man nicht wirklich braucht, hin zu, verdammte Axt, ich muss mir noch ein Objektiv kaufen. Um es mal auf die wesentlichen Punkte runterzubrechen, ich sehe eigentlich 3 Gründe, die für dieses Objektiv sprechen. Zum ersten ist es das gerade besprochene, unglaublich breite Einsatzspektrum. Egal ob Indoor, ob People, ob Street Photography, Produktfotografie, Reportagen, geht alles. Der zweite Punkt ist die Abbildungsleistung. Das Objektiv kommt aus der Contemporary Line. Es ist also ein Allrounder und kommt nicht aus der höchsten Güte der Art-Objektive. Und trotzdem ist das Ding auffallend scharf. Beispiele gefällig? Bitteschön. Auch im Videobereich hat das Ding abgeliefert. Und zwar nicht nur draußen bei guten Lichtverhältnissen, wo das auch keine so große Hürde ist, sondern auch im Indoor-Bereich bei wirklich schwierigen Lichtverhältnissen. Grundsätzlich arbeitet der Autofokus schnell und präzise und man muss eben einfach nur aufpassen, bei den Autofokus-Einstellungen das richtige Setting vorzunehmen. Wenn man eine Interviewsituation hat mit 2 Personen, dann muss man den Fokus eben auf die Person richten und den nicht auf der Mitte lassen, weil dann springt er eben hin und her. Aber das ist kein Problem des Autofokus, sondern mehr von dem, der ihn bedient. Werfen wir zum Thema Schärfecheck auch nochmal einen kurzen Blick auf ein Testbild. So, dann gucken wir uns mal ein paar Testbilder genauer an. Vorweg, die blauen Punkte oder Flecken, die ihr hier seht, das sind Wassertropfen. Ich war beim Abfotografieren des Testbildes, gehe ich immer ganz gerne nach draußen unter Tageslichtbedingungen. Und da hat es in dem Moment, wie ich hier den Auslöser drücke, ist so eine Regenhusche runtergekommen und da hat es ein paar Tropfen leider den Testchart erwischt. Der hat es also hinter sich, aber für die heutige Auswertung soll es noch gehen. Gucken wir uns also mal das Ganze an in einer 100% Ansicht. Dann zoome ich das mal rein hier. Und dann sehen wir im Zentrum eine ordentliche Schärfe und das alles bei Offenblende 1.4. Und dann gehen wir mal in den Randbereich rein und schau mal hier. Randbereich bei Offenblende 1.4, das sieht richtig, richtig gut aus. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal sowas Vergleichbares gehabt habe, die bei Offenblenden so gut abliefern am Rand. Hier auch. Also das ist ein richtig gutes Ergebnis. Rechts nicht viel, vielleicht ein Ticken softer.
bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall am Rand eine richtig schöne Schärfe bei Offenblende 1,4. So, gehen wir mal auf die Blende 5,6. Erwartungsgemäß alles noch ein bisschen schärfer geworden. Links, rechts nimmt sie nicht viel. Alles richtig wunderbar scharf. So, jetzt gucken wir uns noch mal an, was das in der Praxis bedeutet. Ich gehe mal auf das erste Bild. Da bin ich jetzt auch schon auf 100% eingezoomt, habe eine Blende 5,6 und guck dir das mal an hier. Das ist richtig, richtig knacke scharf. Da gibt es gar nichts dran auszusetzen hier. Und das letzte Bild, auch 100%. Hier bin ich jetzt bei Blende 1,8. Und auch wenn ich jetzt hier mal mir den Bildausschnitt ansehe, die Schrift oder auch hier die ganz kleine, das ist richtig scharf. Also da gibt es gar nichts dran auszusetzen. Bevor wir jetzt zum dritten Punkt kommen, hast du eigentlich schon meinen Kanal abonniert? Wenn nicht, wäre es großartig, dich auch im erlauchten Kreise meiner Abonnenten begrüßen zu dürfen. Dann entgeht dir auch mein nächstes Video nicht. Danke. Erwähnen will ich an dieser Stelle auch das Fuji 23 mm Objektiv in einem wettergeschützten Gehäuse und mit Blendeneinstellringen. In den Tests, die ich gesehen habe, in denen die Objektive miteinander verglichen wurden, ist das Fuji-Objektiv so einen Ticken besser. Bei manchen Einstellungen, wenn man sich das auf 200% ansieht, vielleicht so ein bisschen. Wenn du aber die Lupe in der Tasche lässt, wirst du davon nicht viel mitbekommen. Was du allerdings merken wirst, ist der Unterschied im Preis und dafür brauchst du keine Lupe. Da stehen nämlich so ca. 450 bis 500 Euro auf der einen Seite gegen so 800 bis 850 Euro fürs Fuji-Objektiv auf der anderen Seite entgegen. Der Preis-Leistungssieger ist da relativ schnell gefunden. Optisch gefällt mir das Fuji-Objektiv tatsächlich etwas besser, aber das ist ja eine Sache, die wird jeder für sich selbst entscheiden müssen. Geschmäcker sind unterschiedlich und die Frage ist auch, wie viel ist dir das eigentlich wert? Kommen wir zum Thema chromatische Aberrationen. Manche von den YouTubern, die jetzt schon vor dem Release-Termin mit Exemplaren beliefert wurden, haben da teils recht deutliche chromatische Aberrationen sichtbar gemacht in Beispielbildern. Ich habe das versucht auch mal entsprechend nachzustellen, kann aber bei meinen Beispielbildern keine chromatischen Aberrationen feststellen. Also auch bei einer 200% Ansicht sehe ich da nichts, was mich stört, kann jetzt aber auch einfach daran liegen, dass ich eine neue Brille brauche. So, und an der Stelle muss ich mal reinspringen, weil bei der Durchsicht durch meine Bilder ist mir dann doch eins in die Hände gekommen, bei dem ist das Thema chromatische Aberration doch ziemlich deutlich sichtbar und das ist genau dieses Bild hier. Und da sieht man schon, dass wir hier so einen keilförmigen Bereich haben, wo dieser violette Farbsaum einfach relativ deutlich zu sehen ist. Hier haben wir eine direkte Gegenlichtsituation, die Sonne scheint hier durchs Geäst und da haben wir halt hier in den Blättern und in den Sträuchern hier relativ deutlich diesen violetten Farbsaum. Ich mache es mal ein bisschen größer, dann kann man es besser erkennen. Hier unten zieht es sich lang und hier durch diese ganzen Blätter und eben auch am Baumstamm entlang. Dafür mache ich jetzt mal eine 200% Ansicht, nur damit man es besser sieht. Hier der Bereich und auch an den Baumstamm, da ist es halt relativ deutlich zu sehen. Aber nochmal, es ist eine direkte Gegenlichtsituation und da muss man jetzt jeder für sich selbst mal abwägen, wie oft hast du eine Bildkomposition, wo du genau sowas tun würdest. Deine Meinung hinterlasse mir gerne mal unten in den Kommentaren. So, und jetzt weiter im Text. So, für mich bedeutet das jetzt einfach nochmal in mich gehen, denn ich hätte es eigentlich auf das Sigma 30 mm abgesehen, bin jetzt aber von dem Glanz des 23 mm geblendet. Aber das ist auch eher was für die Kategorie Luxusprobleme. Vielleicht konnte ich dir ja einen Hinweis zu einem spannenden Objektiv geben. Was ist eigentlich deine Lieblingsbrennweite? Hinterlass es mir gerne in den Kommentaren. Und wenn du mir dennoch dein Like da lässt, dann freue ich mich auch drüber und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.